Hallo, ich bin Kuko von Kenhub und ich begrüße euch zu einem neuen Tutorial. In diesem Tutorial soll es um das Muskelsystem gehen. Habt ihr euch jemals gefragt, was das Muskelsystem eigentlich genau ist? Tatsächlich handelt es sich um ein Organsystem. Es umfasst 3 verschiedene Arten von Muskulatur. Die Herzmuskulatur, die glatte Muskulatur, die man zum Beispiel als Musculus detrusor an der Blase findet, und die Skelettmuskulatur, wie zum Beispiel den Musculus latissimus dorsi hier rechts. Bevor wir uns diesen 3 Muskelarten widmen, lasst uns erstmal mit den Basics starten und uns ansehen, was einen Muskel überhaupt ausmacht. Wie auch andere Organe setzt sich ein Muskel aus spezialisierten Zellen zusammen, die man als Myozyten bezeichnet. Diese Myozyten beinhalten die Proteinfilamente Aktin und Myosin. Diese Filamente gleiten bei einer Kontraktion aneinander vorbei und ermöglichen so Muskelbewegungen, die euch aktive Bewegungen wie Laufen oder Springen, aber auch unbewusstere wie das Verdauen von Nahrung ermöglichen. Wenn ihr biochemisch interessiert seid, kennt ihr in diesem Zusammenhang vielleicht auch schon den Begriff der Gleitfilamenttheorie. Muskelfasern sind in Bündeln bzw. Faszikeln zusammengefasst, die über Bindegewebe zusammengehalten werden. Hier verlaufen die Blutgefäße und Nerven zur Versorgung dieser Muskelfasern. Muskelgewebe hat 4 charakteristische Eigenschaften. Es ist erregbar, kann also auf einen Stimulus reagieren, es ist kontraktil, kann also eine Bewegung ausführen, es ist dehnbar, kann sich also verformen, ohne zu reißen, und es ist elastisch, denn es kann nach einer Dehnung wieder in seine Ursprungsform zurückkehren. Nun, da ihr eine grobe Vorstellung davon habt, was einen Muskel so ausmacht, lasst uns wieder zurück zu den 3 Muskeltypen gehen. Wir beginnen mit der Herzmuskulatur, die man an 4 Stellen im Körper finden kann. Der Herzmuskel an sich wird als Myokard bezeichnet. Du kannst es hier auf dieser Abbildung vom Herzen sehen. Das Myokard ist eine funktionelle Einheit aus Kardiomyozyten, also Herzmuskelzellen. Deren Muskelketten ziehen in mehreren Schichten durch die Vorhöfe und Ventrikel. Auf dem Bild eines isolierten Herzens kannst du erkennen, dass sich das Herzmuskelgewebe bis in die Aorta, also die Hauptschlagader, erstreckt. Sie entspringt direkt aus dem linken Ventrikel. Die pulmonalen Venen führen als einzige Venen des Körpers sauerstoffreiches Blut aus den Lungen in den linken Vorhof, während die Vena cava superior desoxygeniertes Blut aus der oberen Körperhälfte in den rechten Vorhof führt. Auch in diesen Blutgefäßen, die direkt in das Herz münden, kann man Herzmuskelgewebe finden. Die Kardiomyozyten, also die Herzmuskelzellen, sind kurz und breit. Sie werden über die Disci intercalaris sowohl funktionell als auch mechanisch miteinander verbunden. Unter dem Mikroskop kann man die Disci intercalaris als Glanzstreifen erkennen. Bei der Herzmuskulatur handelt es sich wie bei der Skelettmuskulatur um quergestreifte Muskulatur. Im Gegensatz zum Skelettmuskel, den du bewegen kannst, wie du willst, wird der Herzmuskel aber über das autonome Nervensystem gesteuert. Du musst also nicht permanent darüber nachdenken, dein Herz weiterschlagen zu lassen. Dieses Video ist noch nicht zu Ende. Schau dir jetzt das vollständige Video auf kenhub.com an. Für unsere Kenhub Premium-Mitglieder stehen noch viele weitere Videotutorials, spannende Quizze, ausführliche Artikel und professionell erstellte Atlas-Illustrationen bereit. Also, klicke auf den Button in der Mitte, um das Video in voller Länge zu sehen, und meistere die menschliche Anatomie.